Der letzte Raum der Ausstellung ist den neuesten Werken von Baselitz gewidmet. Er hat uns im letzten Herbst mit der Nachricht überrascht, dass er eine neue Gruppe von Bildern gemacht hat, die er gerne in der Ausstellung zeigen möchte. Und wir waren natürlich sehr erfreut und gleichzeitig sehr neugierig zu sehen, mit was für ein Geschenk er uns da überraschen wird. Und als ich dann bei ihm im Atelier war, habe ich diese wunderbaren Bilder entdeckt, die diesen letzten Raum bespielen. Einerseits Porträts, eben unter anderem eine Hommage an diesen Künstlerfreund Wilfried Dierske, den er 1958 gemalt hatte. Das erste Bild in der Ausstellung ist zugleich in einer neuen Version auch das letzte Bild in der Ausstellung. Und daneben großformatige Figuren, Aktbilder. Das größte ist hinter uns zu sehen. Ein Glücksfall für uns, dass dieses Bild in unsere Räume gepasst hat, sondern Sie sehen, auf den Millimeter genau gepasst hat. Und dieses Avignon AD-Bild ist ein wunderbarer Schlusspunkt der Ausstellung, weil er fasst eigentlich sehr vieles zusammen von dem, was die Qualität und auch die Einzigartigkeit von Baselitz Kunst ausmacht. Sie haben diese Konzentration auf das Figurenbild, auf den Akt. Wir haben ja bereits im ersten Raum zum Beispiel diese Figur eben im Bild Die große Nacht im Eimer gesehen. Diese sehr strenge, sehr einfache Kompositionsweise von Baselitz, also diese Figur bildparallel anzuordnen, freizustellen, eigentlich von allem Anekdotischen und Überflüssigem zu befreien. Diese unglaubliche Energie, die dann in der Darstellung dieser Figur, dieses menschlichen Körpers steckt, der eigentlich wie ein Enthäuterter daherkommt. Sie sehen ja eine Art Adern, Venen und so weiter, die man normalerweise nicht sieht, die unter der Haut versteckt sind und hier wie freigestellt sind. Dieses Bild eben steht eben auch für diese Ehrlichkeit, Offenheit, Direktheit, Schonungslosigkeit, mit der Baselitz von Anfang an eben seine Bildmotive umgesetzt hat. Baselitz geht hier eben sehr direkt, sehr schonungslos eben das Thema des Alterns, des fragil werdenden Körpers an. Das Irrwitzige ist natürlich, dass diese Frage so beantwortet wird, dass man wieder staunt, nämlich dass ein 80-jähriger Künstler ein so monumentales Bild mit dieser Kraft, mit dieser Energie und mit dieser Art Leichtigkeit herstellen kann. Das ist doch etwas ganz Außergewöhnliches. Und was auch interessant ist und uns einen Hinweis gibt auf das Verständnis von Baselitz des Bildes, ist der Titel, nämlich er hat das Bild Avignon AD genannt. Mit Avignon spielt er auf die letzte Ausstellung von Picasso an, die der noch etwas ältere Picasso, also der war, glaube ich, 85-jährig damals, in Avignon, im Palais des Papes durchgeführt hat. Und diese Ausstellung 1970 stieß einerseits auf großes Unverständnis, weil man mit dieser Malerei überhaupt nichts anfangen konnte. Also dieses Spätwerk von Picasso wurde sehr von den meisten Leuten abgelehnt, und das ist aber nicht der springende Punkt, sondern Baselitz stellt eben sein eigenes Alterswerk sozusagen dem Alterswerk von Picasso entgegen, weil Baselitz sagt, diese Alterswerke von Picasso sind unehrliche Bilder, indem er eben erotische Fantasien auslebt, mit sexuelle Szenerien vorführt. Und das ist nicht sozusagen die Realität des 80-jährigen Künstlers, sondern die Realität des 80-jährigen Künstlers eben diese Gebrechlichkeit und so weiter, wie er das in seinem Art monumentalen Selbstbildnis uns hier in der Ausstellung als Schlusspunkt zeigt. Ein Auslöser für das Bild war, so wie Baselitz berichtet, ein Traum, den er gehabt hat, und in dem er es eben sich
als gespaltene Figur gesehen hat. Und das ist auch wieder interessant, weil es führt uns eigentlich auch auf die Anfänge seines Werkes wieder zurück. Also die frühen Bilder sind ja eigentlich alles innere Bilder, also es sind Bilder zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen irgendwelchen obsessiven Phantasmagorien und eben auch Erlebnissen, Erinnerungen, die er verarbeitet hat. Und man sieht in diesen Bildern, dass das auch auf andere Weise, aber auch Bilder sind, die eben Träume, Erinnerungen, auch Ängste natürlich, die anstehen, verarbeitet.